Herzlich willkommen zu das Lied der Lieder von Salomo. Und wir freuen uns, oder ich freue mich, dass ich diesen Bibelkurs mit euch teilen kann. Ich habe das über 30 Jahre in Bibelschulen gelehrt und viele Leute, die dem Herrn in ein kraftvoller Dienst dienen, hervorgebracht, aber als Grundlage zu bleiben in Christus und bleiben in dieser ewigen Dimension der Liebe Gottes. Ich möchte auch einfach sagen, wer wirklich etwas Wunderschönes zu diesem Thema behalten möchte in Deutsch, nicht mein Deutsch, es heißt die herrliche Gemeinde, deine Rolle in der ewigen Liebesgeschichte Gottes. Das kommt aus dem Epheserbrief und das ist wirklich, wie Gott die Gemeinde sieht und träumt. Und ist das nicht super? Gott ist auch ein Gott der Hoffnung und Träumen und Vision. Und er hat wirklich etwas in seinem Herzen. Und das ist dieses Lied. Und so, wenn ihr das wirklich zu Hause, unterwegs im Auto hören möchte, kann ich das höchstens empfehlen. Das ist wunderschöne Filmmusik mit einer gewaltigen Text, die unsere Augen öffnet, damit wir noch mehr hineinblicken in die unsichtbaren Realitäten auf dem Herzen Gottes. Super, so heute fangen wir an mit das zweite Teil von dieses Buch und das ist das Lied der Braut. Wir haben in die ersten sechs Videoclips gesehen, das Lied von dem Bräutigam, aber jetzt wollen wir sehen das Lied der Braut. Unsere Reaktion auf Gottes ewigen Liebe. Und es fängt so an, jetzt wollen wir weiter hineingehen in diese gewaltige Bibel. Es heißt, er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Okay, er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Dieser Text drückt eine tiefe Sehnsucht aus, eine Hunger, ein Durst, ein Verlangen, ein Begehren. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Und die Küssen des Mundes stehen für ein sehr intime, enge, direkte, 1:1, Angesicht zu Angesicht Erkennen von dem Herrn. Und so, sie ist aufgewacht in ihr Herz. Sie ist eine gläubige Person. Sie hat bestimmt viel mit Gott erlebt. Aber jetzt sie begehrt eine tiefere Erfahrung mit Gott, dass sie selbst Gott erlebt. Das ist so dem Ausdruck, ich bin nicht mehr zufrieden mit zweiter Hand Information über Gott. Ich bin nicht mehr zufrieden, ihn von dem Weiten nur über ihn zu hören. Ich bin nicht mehr zufrieden. Ich bin durstig, hungrig für mehr. Und sie will auch in diesem Ausdruck, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Sie sagt, ich bin dankbar für deine Gaben. Ich bin dankbar für deine Geschenke. Ich bin dankbar für deine Hilfe. Aber ich sehne mich nach dir, der Person. Weil wir haben gesehen, dieses Buch, das Hohelied, das Lied der Lieder, ist ein Hochzeitslied oder ein Hochzeitsgedicht oder ein lebenslangen Herzenreisen mit dem auferstandenen König und Herrn. Und so, das erste ist eine tiefe, innige Sehnsucht, Jesus zu genießen, jetzt und in Ewigkeit. Oder man kann sagen, auch eine tiefere Sehnsucht nach einer persönlichen Offenbarung von ihm. Eine Encounter, wie man heutzutage sagt, eine Begegnung, eine tiefe Fluss von Geben und Empfangen, dass ich empfange, dass ich sehe, dass ich höre, dass ich tief in mein Innersten bewegt bin. So, das spricht auch von ein ernsthaftes Suchen nach einer Beziehung zu ihm. Und Hunger und Durst für diese Liebe kann nur gehen und drehen um eine Person.
Wir können nicht wirklich lieben eine Theorie, wir können nicht lieben eine Religion, wir können wirklich nicht lieben eine Bewegung, wir können nicht lieben nur Doktrin, wir können nicht lieben. Liebe geht von Herzen und das ist ausgerichtet und durstig nach einer Person. Und in diese tiefere Liebesbeziehung hineinzukommen, muss dein Herz voll aufgewacht. Und so in dein christlichen Leben, du brauchst dein Herz. Es geht nicht nur über Gedanken, es geht nicht nur über moralische Regeln, die wir halten. Es geht um dein Herz und dein Herz ist das Sitz, das Herz ist das Zentrum. Das Herz ist, wo deine Wünsche, deine Träume, deine Hoffnungen, das Herz ist, wo deine Gedanken und Gefühle, das Herz ist, wo deine Erinnerungen und Sehnsüchte ist. Und so, ihr Herz wird wach und sie sieht ihn, sie wird hingezogen zu ihm. Und wie kommt das? Ja, es kommt aus verschiedenen Wegen. Deswegen Leute, die Erweckungsluft schmecken, oder Leute, die in Zeiten der Erweckung, wo viel Heiliger Geist am Wirken ist, weil der Heilige Geist macht Jesus Christus so eine Realität. Da wird er so real. Wenn du einmal berührt bist oder geschmeckt die Güte Gottes, wenn du einmal irgendeine Begegnung mit Gott oder Menschen, die mehr von Gott haben als dich, und du siehst etwas in ihr Leben und du sagst, wow, das will ich auch. Das kann ein Hunger, das kann uns zeigen, Gott hat mehr. Wir sind geschaffen, wirklich, dass ich ihn finde, dass ich ihn suche, dass ich ihn begegne, dass ich encounter ihn. Und so das ist, was diese Worte ausdrücken. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Ich sehne mich, dich zu erkennen. Ich sehne mich, wirklich dich persönlich zu sehen und erleben. So das kommt wieder zurück zu unserer Schöpfung, dass wir sind innerlich geschaffen und ausgestattet im Ebenbild Gottes für innige Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Wort Gemeinschaft, Beziehung, und wir sind alle beziehungsorientierte Menschen, weil wir sind so geschaffen von einem Gott der Beziehung. Und diese tiefe Sehnsucht, sich selbst zu offenbaren, ist in Gott. Okay, und innige Gemeinschaft kann auch bedeuten Zusammengehörigkeit. Wir sind zusammen. Und das kommt auch so oft in dieses wunderschönes Buch in der Bibel. Mein Geliebter gehört mir und ich bin sein. Oder ich bin mein Geliebter und er gehört mir. Oder ich bin sein und sein Verlangen ist nach mir. Das drückt aus, wir gehören zusammen. Ich will mein ganzes Leben auf diese Ebene hineinkommen. Das kann auch bedeuten, innige Gemeinschaft bedeutet auch, wie wir in dieses Buch, wenn du das selber jetzt anfängst zu lesen, das bedeutet auch Austausch. Du sprichst, er spricht, du drückst aus, oh, ich will mehr. Er drückt aus, ich will dich, ich liebe dich, ich jag dich nach. Das ist ein Austausch, ein Empfangen und ein Geben. Liebe ist nicht statisch, Liebe ist nicht nur betrachten, Liebe ist wirklich zusammen. Jemand hat gesagt, Gemeinschaft bedeutet, zwei Leute trinken aus derselben Kelch. Sie teilen und haben Anteil aneinander. Das innige Gemeinschaft kann auch sagen, wir haben eine Partnerschaft, eine gemeinsame Unternehmung. Wir tun alles zusammen. Wir sind wirklich in dasselbe Werk zusammen. Ich arbeite nicht für Gott. Wir sind zusammen in allem, was wir tun. Es kann auch bedeuten eine enge, beiderseitige Verbundenheit. Ihr merkt das, beide Seiten. Gott liebt uns so sehr, aber unser Herz muss antworten. Unser Herz muss reagieren, wie jede Braut. Wenn der Bräutigam sie haben will, sie muss
auch eine Antwort haben. Sie muss auch eine exklusive, ausschließliche Liebe zurückhaben. So bitte merkt das. Enge, beiderseitige Verbundenheit. Das ist ein Fließen und ein Strömen von Gott zu uns. Das bedeutet auch eine innere Verbindung, innige Verbindung. Oder eigentlich die ganze Buch und diese Sehnsucht für diese Küsse spricht von, ich will eins mit dir sein. Ich will vereint mit dir. Ich will anhängen an dir. Die Bibel sagt, wer den Herrn anhängt, der ist einem Geist mit ihm. Und so sie sehnt sich wirklich für diesen Fluss von sein Leben und Liebe zu strömen durch den Heiligen Geist in ihr Leben. Johannes 17, Vers 3. Jesus gibt uns auch der Grund für ewige Leben. Gott geschaffenes Leben, ewiges Leben, Leben ohne Ende. Denn Jesus sagt, was das ist, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe gesagt, dieses Wort erkennen ist nicht nur Information über jemanden, aber Begegnung, erfassen, ergriffen, erleben, erfahren. Und so, das ist die Worte. Und ich möchte dich ermutigen, nimm diese Worte in dein Gebetsleben. Erküsse mich mit Küssen seines Mundes und denk nicht so an die physische, aber das Herz. Denk, dass seine Person mit dein Herz, mit dein innigste möchte hineinströmen. Und wenn wir sagen, erküsse mich, eine Übersetzung sagt, seine Worte sind Küssen und seine Küssen sind Worte. Weil wenn Jesus haucht seine Worte, lebendige Worte in uns, sie kommen hinein und strömen hinein in uns. Aber wenn wir auch dieses Gebet sagen, erküsse mich mit Küssen seines Mundes, dann können wir denken an, ich will mehr von dem Strom deines Geistes. Ich möchte den Hauch deines Geistes, weil der Heilige Geist ist das ureigenste, innigste Leben von Vater und Sohn. Und so die Bibel sagt, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Ich möchte auch jetzt einfach zum Schluss sagen, die herrliche Krönung des neuen Bundes ist genau dieses Beziehung. Und Hebräer 8, Vers 11 sagt, und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seiner Brüder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden wissen, wer ich bin, vom Kleinen bis zum Größten unter ihnen. Das ist die neue Bund. In uns, wir müssen nicht nur gelehrt von außen, und das hilft uns, aber das Ziel ist, dass das Licht aufgeht, dass ich seine Herrlichkeit, dass ich ein Angesicht zu Angesicht Beziehung habe mit Gott. Und diese Sehnsucht ist wirklich eine ausschließliche, exklusive, innige, und das wird in dir eine Quelle des lebendigen Wassers, das sprudelt und sprudelt und sprudelt und man trinkt immer mehr. Ich werde weiter in das nächste Series über das sprechen, aber ich möchte wirklich mit einem Vers jetzt abschließen. Jesus sagt, dies spricht über diesen Austausch des Lebens. Hey, wir sind geschaffen, wirklich von dem Baum des Lebens ständig zu essen und dann erwidern, reflektieren, gerne reflektieren, den Quelle, wo wir diese lebendige Wasser trinken. Aber in Johannes 15, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und hier ist eine Übersetzung von das. Findet euer Leben in mir. Lasst euch nieder und richtet euch häuslich ein. Nehmt Wohnung in mir. Hängt euch an mich. Werdet eins mit mir
und mit allem, was ich durch meinen Tod, meine Auferstehung und meine Himmelfahrt für euch getan habe. Und ich werde mit meiner ganzen Fülle in euch bleiben und wohnen. Das redet von ein Einssein des Lebens, eine Ruhe finden in Gott und eine Ruheort für Gott. Und diese tiefe, erleuchtete Augen des Herzens, Offenbarung möchte Gott mit dir. Und so lass diese Gebet, er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Lass das wirklich Teil von deiner Sehnsucht, Verlangen, Ergreifen von der Person Jesus Christus.